In diesem Video möchte ich einmal mit dir darüber reden, was du machst, wenn du jetzt mit unserer Serie Build Your Business fertig bist. Ja, herzlich willkommen zum 8. Teil dieser Serie und ja, wir sind soweit, ne? Du weißt jetzt, wie du deinen Etsy-Shop aufsetzt, wie du dein Produkt erstellst, du weißt, wie du nachguckst, ob das Ganze überhaupt erfolgsversprechend ist und du weißt auch noch, wie du das Ganze bewirbst. Ja, ganz wichtige Dinge, ne? Und wenn das alles umgesetzt hast, dann bist du bereit, ja, das alles nochmal zu machen. Ja. Okay, ich weiß, es hört sich jetzt erstmal demotivierend an, aber ist gar nicht so gemeint. Rinse and repeat. Das heißt, wenn du mit allem durch bist, wenn du dein Listing eingestellt hast, wenn du es beworben hast, wenn du hoffentlich Verkäufe erzielt hast und ja, dann wieder von vorne, ne? Je mehr, desto mehr in dem Fall. Also je mehr Listings du hast, je mehr Produkte du hast, die du verkaufen kannst, desto mehr Verkäufe wirst du auch am Ende haben, weil dem einen gefällt natürlich das und dem anderen das und dem nächsten wieder was ganz anderes. Natürlich, you cannot please them all, du kannst nicht jeden glücklich machen, aber du kannst schon eine Bandbreite an Kunden abdecken in dem Fall, wenn du immer wieder neue Produkte einstellst, ne? Und deswegen gilt hier wie in jedem Geschäft, ja, also nicht jedes Geschäft kann ja nicht sagen, ja, ach, jetzt bin ich fertig, jetzt bleibt das immer so und ich kümmere mich nicht mehr drum. Das wird auch in diesem nicht funktionieren. Ja, passiv auf der einen Seite, ja, komplett passiv, ohne dass du jemals wieder irgendetwas machen musst. Nein. Deswegen meine ganz dringende Empfehlung, geh einfach immer wieder diesen Kreislauf durch, ne? Überleg dir immer wieder, welches neue Produkt du erstellst. Hat das Produkt Potenzial? Wird es auch verkauft? Wenn es verkauft wird, wie sieht es dann aus? Welche Tags hat es? Wie ist der Text geschrieben? Wie musst du es einstellen? Welche Keywörter musst du? Also all diese Dinge immer und immer wieder. Vielleicht erstellst du für jedes Produkt, ja, ich sag einfach mal 10 Bilder für Pinterest und postest die immer rein. Dann hast du natürlich, wenn du 10 Produkte hast, schon 100 Bilder da drin. Das ist doch schon mal was, ne? Und so kannst du das Ganze auch immer wieder halten. Oder du sagst, ich kümmere mich gar nicht um Pinterest und Instagram und wie sie alle heißen. Musst du auch nicht, natürlich nicht. Dann, ja, gib Geld für Werbung aus, ne? Geht auch. Ich hoffe, das hat dir geholfen. Ich hoffe, die ganze Serie hat dir geholfen und du weißt jetzt, wie du deine ersten Schritte auf Etsy machen kannst, wie du dein eigenes kleines Artprints-Business aufsetzt oder was auch immer du für digitale Produkte verkaufen willst. Und wenn dem so ist, ja, dann freue ich mich, wenn du in den Kommentaren mal ein Feedback hinterlässt. Was hat dir geholfen, was nicht? Was bräuchtest du noch? Welche Ideen hast du noch? Vielleicht brauchst du noch ein ganz anderes Video oder ein ganz anderes Thema, was hier behandelt werden soll. Ja, dann freue ich mich darauf, von dir zu hören. Und wenn du weiter lernen willst, gibt es auch noch eine Möglichkeit. Wir haben nämlich einen Online-Kurs, der heißt Digitale Produkte erstellen. Den Link findest du auch in der Infobox. Und ja, dann hoffe ich, dich im nächsten Video wieder begrüßen zu dürfen. Bis dahin, vergiss nicht, unseren Kanal zu abonnieren, die kleine Glocke anzuklicken, damit du benachrichtigt wirst, wann immer wir ein neues Video posten und klick auf den Like-Button. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.